Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gottholz TV. Mein Name ist Sebastian. Und ich bin der Ralf von Dewald. Und wir sind wieder bei Ralf im Wohnzimmer hier bei Dewald im Haus und schauen uns heute die Neuheiten an. Und wir schauen uns zum Beispiel an, wir haben neue Exzenterschleife, ein neues Multitool, neuen Nagler, eine neue Tauchsäge und wir schauen uns auch das Thema PowerShift an. All das in diesem Video. Ich muss sagen, Ralf, im Grunde sind das meine Lieblingsvideos, weil Neuheiten sind doch irgendwie das Salz in der Suppe, oder? Weil immer, wenn es was Neues gibt, ist Bewegung, ist mal was für mich auch, was ich Neues zeigen kann und für euch, was ich wieder testen kann. Also schreibt wieder ordentlich unten in die Kommentare, was wir testen sollen. So, Ralf, jetzt geht's aber los. Wir haben hier Exzenterschleifer und zwar zwei verschiedene Größen, richtig? Das ist richtig. Und Neuheit bedeutet in dem Fall, wir haben unseren alten Exzenterschleifer überarbeitet, der absolut in die Jahre gekommen ist. Wir haben ja mittlerweile ein neues Akkusystem. Vielen Dank. Und das sind so viele Dinge, die sich geändert haben, gerade bei Exzenterschleifern. Ja. Wir haben zwei verschiedene Telleraufnahmen. Einmal eine 125er Telleraufnahme und einmal eine 150er Telleraufnahme. Du hast einmal einen Schwingradius von 2,6 mm bei dem 125er und bei dem 150er hast du einen 5 mm Schwingradius. Da steht Perform und Protect drauf. Warum? Weil das Ganze vibrationsgeschützt ist. Deine Hand wird geschützt. Du wirst nicht so durchgeschüttelt bei der Arbeit. Und aus dem Grunde, ja, ein sehr schönes, einfaches Gerät. Klein, kompakt, macht seinen Job. Einfach heißt jetzt nicht schlecht, ja, weil man könnte ja so komische Gefühle bekommen. Erst einmal, ich sehe die Geräte jetzt wirklich live für euch zum allerersten Mal. Was ich schön finde, ist, wir haben hier Metallgehäuse. Ja? Was ich auch gut finde, ist, dass wir jetzt wirklich mal modernere Geräte haben. Das tut euch wirklich gut. Und ich finde es sehr, sehr schön. Wir haben die schöne Hand, ja, wenn wir sie jetzt hier auflegen. Ich habe eine gute Kontrolle, bin nicht noch viel weiter weg und habe vor allem was Schönes, Kompaktes. Was wir hier sehen, übrigens auf der anderen Seite ist noch hier die Geschwindigkeit kann ich hier noch vorwählen und hier vorne an, aus. Hier an der Seite massiv auch das Thema Staubabsaugung. Ja. Ich wirke hier mal ganz bewusst ein bisschen rum, ob es was aushält. Ja, tut es, also ordentlich sogar. Hier passt euer Anschluss drauf, der schön verklickbar ist und nicht abfällt. Ja, unser Airlock-Verschluss. Gibt es einen Staubsack von euch dazu? Ja, es gibt auch einen Staubsack dazu, logisch, und ist im Lieferumfang mit dabei. Aber schön leise, also allgemein und sehr laufruhig. Ja. Ja, muss man sagen. Und du wirst feststellen, dass hinten, wo die Akkuaufnahme ist, da sind ein paar Gummierungen mit verbaut, damit die Vibration auch über den Akku, kann man hier ganz schön sehen und auch hier vorne in dem vorderen Bereich, da sind ein paar Gummierungen mit eingebaut, damit die Vibration vom Akku wegbleibt. Also damit nicht du auch über den Akku noch eine andere Vibration hast. Das ist wirklich ein guter Hinweis. Ja, jetzt sehe ich es hier. Ja, das drückt so ein bisschen dagegen, um den schön zu fixieren. Ich hatte das auch schon bei einem anderen Hersteller, dass mir der Akku rausvibriert ist. Ist an dem noch irgendwas anderes? Eigentlich gar nicht. Nur kleiner. Dadurch, dass er kleiner ist, hat er 2000 Umdrehungen von der Geschwindigkeit her mehr. Also ich kann hier von 8.000 bis 12.000 variieren, während ich bei dem 150er von 6.000 bis 10.000 variieren kann. Welchen würdest du lieber nehmen, den kleinen oder den großen? Ich freue mich immer, einen kleinen zu haben. Wenn ich natürlich größere Flächen zu bearbeiten habe, ja, dann switche ich um. Aber im normalen Alltag finde ich den vollkommen ausreichend. Große Flächen, kleine Flächen. Und ganz ehrlich, man muss jetzt schon sagen, eigentlich möchte ihr beide haben. Ja, am Ende ist das so. Ralf wollte es vielleicht auch nicht sagen, aber ich sage es euch auf jeden Fall, beide Größen haben ihre Berechtigung. Ja, und nur einer von beiden wird dann immer, ist so ein, Arbeitest du eigentlich eher mit Staubsauger oder mit Absaugung? Hand aufs Herz. Hand aufs Herz, Absaugung. Oh, wirklich? Ja, ja. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Kommen wir zum nächsten. Hier, wie nennst du das Gerät an sich? Offiziell nenne ich das ein oszillierendes Multifunktionswerkzeug, inoffiziell Multitool. Okay. Also da sind wir uns einig, das ist ein Multitool. Ja. Aber es stehen hier zwei Stück, warum stehen hier zwei verschiedene? Oder sind das überhaupt zwei verschiedene? Also von der Arbeitsweise her sind sie natürlich identisch. Das heißt, es sind beides Multitools. Wo ist der Unterschied? Also wir überarbeiten unser altes Multitool-System auch. Was wir jetzt haben ist, wir haben ein System, wo du die Möglichkeit hast, normal mit einer Vibration von 12 Meter S hoch 2 zu arbeiten. Wir haben noch ein besseres Modell, das ist ein sogenanntes geringes Vibrationsmodell und da sieht man sehr, sehr schön den Unterschied. Der Kopf ist grau und man sieht auch, dass der Kopf losgelöst vom Körper ist. Das heißt, wenn ich das jetzt hier nutze und so drehe, dann kann ich schon sehen, dass der Kopf entkoppelt ist. Das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwelche Arbeiten mache mit diesem Multitool, die Schwingung, die da erzeugt wird, geht nicht direkt in meine Hand, was hier schon ein bisschen mehr der Fall ist. Hier ist es entkoppelt und dadurch habe ich nur noch 2,1 Meter S hoch 2, komische Zahl,
Also 2,1 versus 12, ein himmelweiter Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Was haben wir hier denn für einen Schwingradius eigentlich? Also bei dem haben wir einen Schwingradius von 1,6 Grad und bei dem 2,1 Grad. Das ist schon ordentlich. Und Ja. den Unterschied merkt man, auch wenn das so, man denkt so, das ist so eine kleine Zahl. Nee, das ist schon eine Menge. Das heißt, der hier, um auch mal vom Namen zu sprechen, das ist der DCS 358, richtig? Ja, und der Nachfolger, das größere Modell, der große Bruder ist der DCS 359. Und der wäre eher für gelegentliche Arbeiten und der für Dauereinsatz oder sehr häufigen Einsatz. Ja, da wo auch Vibration eine große Rolle spielt. Also da, wo ich auch, vielleicht in der Industrie, vielleicht bei anderen Anwendungen, wo ich das Gerät wirklich sehr, sehr oft in der Hand habe und wo es darum geht, mich wirklich auch zu schützen vor diesen Vibrationen, ist das hier schon der absolute Favorit. Wenn du mit so einem Multitool mal, ich sag mal, eine halbe Stunde am Stück gearbeitet hast, dann willst du weniger Vibration haben, weil du merkst es, du spürst es, im Zweifel spürst du eine halbe Stunde später, das ist eigentlich auch nicht schön. Aber ich möchte es mal einmal ausprobieren, das ist wirklich aber ordentlich entkoppelt. Ja. Erstaunlich. Ihr habt ja eure eigenen Blätter. Ja, Ihr habt mit eurer eigenen patentierten Lösung, sag ich jetzt mal. Ja, der Ring ist geöffnet. ja, einfach so, zack, rein und, Moment, so und das war's. Ja, und es will ich sehr, sehr schnell einfach will ich runterdrücken, rausnehmen, wenn man das ein, zwei Mal öfter gemacht hat als ich. Man kann es übrigens auch in eine andere Richtung einstellen. Ja. Jetzt mal zum Beispiel hier mal zur Seite, geht wunderbar. Ja, also eine schöne Sache, aber jetzt möchte ich mal sehen, wie viel Vibration spürt man denn noch? Man muss wirklich sagen, jetzt möchte ich aber den Unterschied auch merken. Ja, also das merkt man. Eine Sache ist für euch wichtig, das Geräusch bringt euch gar keine Korrelation zu Vibration. Und eine Sache ist auch nochmal ganz wichtig, bei diesen Multitools, das Blatt ändert alles. Sowohl Geräusch als auch Vibration. Wenn du es ohne Blatt in der Hand nimmst und nur so ein bisschen anmachst, dann das ist nicht richtig, das fühlt sich nicht richtig an. Ja. Aber der Unterschied ist spürbar, ja, das ist schon ordentlich. Und was du auch noch als Unterschied bei beiden hast, ist, du hast hier mit dem weniger Vibrationen hast du 4 Gänge. Du kannst also hier wirklich noch unterschiedliche Gänge einstellen. Bei dem kleinen Bruder, bei dem DCS 358, hast du nur einen Gang. Eine Sache fällt mir gerade ein. Ich habe ja vorhin gesagt, Mensch, ich benutze hier euer eigenes Patent. Jetzt liegen hier aber Starlock-Blätter. Ja? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du mit diesem Tool, was du vor dir hast, auch Starlock-kompatibel bist. Ich habe hier die Möglichkeit, eine Starlock-Verbindung aufzubauen. Wie mache ich das? Indem ich diesen Stift, der hier in der Mitte zu sehen ist, rausziehe. Jetzt das Starlock-Zubehör nutze, den Stift wieder einsetze. Und da muss man im ersten Step sich ein bisschen dran gewöhnen, weil es muss nach unten reinklicken, das ist magnetisch. Dann drehe ich das einmal um eine Viertelbewegung und jetzt ist es fixiert und jetzt kann ich loslegen und kann mit dem Starlock-System arbeiten. Das Starlock Plus, der Unterschied ist, dass du bei diesen Starlock Plus Zubehörsägeblättern nicht mehr diese Öffnungen hast. Das würde auch funktionieren. Dadurch, dass wir jetzt hier keine Löcher mehr haben, ich aber aufgrund unseres Systems, was ja auch mit Löchern vorgesehen ist, Löcher habe, muss ich hier ein anderes System nutzen. Das heißt, ich habe einen etwas längeren Stift, den ich jetzt einsetzen muss. Und ich habe noch eine Platte, die hier zusätzlich aufgesetzt wird. Warum passiert das Ganze? Naja, wie ich gerade gesagt habe, hier gibt es keine Löcher mehr. Also muss ich die Pinne, die hier sichtbar sind, einfach verdecken. Jetzt kann ich zum Beispiel das Starlock-Zubehör aufsetzen. Wenn ich jetzt den schmaleren oder nicht so langen Pin nehmen würde, dann würde ich das nicht befestigt bekommen. Ich habe ja diese Adapterplatte dazwischen. Deshalb nehme ich jetzt diesen Stift und auch hier wieder eine Vierteldrehung und dann ist es eingesetzt. Ist das ein Zubehör, das ich kaufen muss oder ist es dabei? Das ist bei beiden automatisch mit dabei. Also wir gehen davon aus, dass du als Anwender eventuell Starlock noch als Zubehör bei dir rumliegen hast, was du gerne weiter benutzen möchtest. Dann geben wir dir natürlich die Möglichkeit, das sofort zu tun. Und entsprechend bekommst du diesen Stift oder die Adapterplatte mit dem Stift als Zubehör mit dazu geliefert. Natürlich habt ihr das ganze Zubehör, was man so braucht, in allen Dimensionen auch selber, ja, ohne Frage, vermute ich jetzt mal. Das haben wir.
Und es ist natürlich auch schön, mit unserem Zubehör zu arbeiten, weil dafür ist das Gerät ursprünglich ja gemacht worden. Ja, klar. Also die Zusammenarbeit von eurem Zubehör mit eurem Gerät ist natürlich immer am besten. Und wenn du dich für die Geräte interessierst, schau mal unten in die Videobeschreibung, da findest du einen ehrlichen Preisvergleich. Und ja, das sind alles Neuheiten. Ich kenne die Preise auch noch nicht, aber wenn sie unten verlinkt sind, haben wir dort den aktuell und besten Preis für dich. Wir haben hier noch ein paar andere Sachen stehen. Das ist ein Schleifteller, weil du ja nicht nur damit schneiden oder sägen kannst, sondern du kannst auch eine Schleiffunktion ausführen. Hast die Möglichkeit, unterschiedliche Schleifgitter zu setzen, die dann genau schön auf das Dreieck aufgesetzt werden können. Klettverschluss. Eine Staubabsaugung. Wenn du mit einer Staubabsaugung arbeiten möchtest, je nachdem, was du tust, kannst du diese Staubabsaugung an der Seite noch mit fixieren. Und du hast noch einen Abstandshalter, weil du auch mit diesem Gerät noch irgendwo auf Abstand sägen kannst. All diese Sachen sind natürlich im Zubehör im Erstset mit dabei geliefert. Auch eine Auswahl an unterschiedlichen Sägeblättern von Holz, Metall, zum Trennen von Fugen bei Fliesen oder was auch immer, was man machen möchte. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten, die wir im Set mitliefern. Mein Tipp an euch, kauft euch alles, was es an Zubehör gibt. Zumindest mal einmal, probiert es aus. Es ändert alles. Es ändert euer gesamtes Arbeitsleben, weil du kannst auf einmal Probleme damit lösen, das glaubt man gar nicht. Ja. Ich habe letztens damit Teppich geschnitten. Ja, ich bin auch der Meinung, das ist so ein Allround-Tool, was jeder in seinem Gepäck mit dabei haben muss. Auf jeden Fall. Und hier, ich glaube, die wenigsten wissen, dass das auch geht. Wir können damit auch absaugen, wenn man es braucht. Ja. Je nachdem, wo man arbeitet, was man macht. Gerade zum Beispiel, wenn man hier am Beton arbeitet oder so, Fliesen rauslöst, könnte das zum Beispiel relevant sein. Was haben wir hier? Einen Mini-Nagler? Ja, es ist ein Stiftnagler und der Stiftnagler sagt schon, was es macht, nämlich Stifte nageln. Wird eingesetzt, hauptsächlich wenn du Zierleisten hast im Holzbereich, wenn du im Möbelbereich Zierleisten hast, die angebracht werden müssen, Fußbodenbereich, wenn du irgendwo unten Sockelleisten setzen möchtest, die du fixieren willst, wo du nicht möchtest, dass die hinterher wieder abgezogen werden können. Der hat die Möglichkeit, Längen von 1,5 bis 5 cm zu verarbeiten. Du hast einen sogenannten 0 Grad, also einen geraden Einschuss. Da gibt es keine Winkel oder wie auch immer, weil ich eigentlich gerade ansetze und dann schlage. Du hast eine Nase oder du hast sogar unterschiedliche Nasen hier, nämlich 1, 2, 3 für unterschiedliche Anwendungen. Falls du mal auf einem Falz oder wo auch immer sitzt, kannst du dann diese Nase wechseln, um gerade und sauber den Nagel zu versenken. Es passen in Summe 110 Nägel rein. Okay. Und du kannst mit einer Akkuladung, wenn wir uns die 2 Ampere-Stunden Akku, den herkömmlichen zylindrischen nehmen, kannst du um die 800 bis 1200 Schuss setzen mit einer Ladung. Krass. Darum habe ich gesagt, es reicht eigentlich, wenn wir diese beiden Akkus, nämlich den 1,7 Ampere-Stunden Powerstack oder den zylindrischen nehmen, weil 800 bis 1200 Stiftnägel zu versenken, ja, da brauchst du schon ein bisschen an Zeit für. Wahrscheinlich, ja. Und von daher gesehen finde ich das vollkommen ausreichend. Vielleicht kommt es für euch nicht so rüber. Es gibt ja auch deutlich größere Nagler, die ihr natürlich auch dabei habt. Also wir haben einen, das ist eigentlich wieder nur ein Refresh von unserem alten. Und der ist jetzt um 20% kleiner und auch um 20% leichter. Der wiegt ohne Akku 2 Kilo. Wenn du jetzt diesen kleinen 1,7 Ampere-Stunden Powerstack-Akku hast, bist du so bei 2,1, 2,2. Das liegt gut in der Hand, ist klein, kompakt. Ja, auf jeden Fall. Auch sehr kompakt hier nach außen, ja, dass man auch so in kleine Ecken und Kanten, also ich will jetzt in diese Kante, aber ich möchte gerade rein. Und da ist es natürlich wichtig, dass das Gerät hier für euch von dort nicht so weit aufträgt. Gerade wenn du im Türbereich oder im Fensterbereich, wo du ja kleine Zierleisten noch oder nicht nur Zierleisten, auch Halteleisten setzen musst, da brauchst du so einen engen, begrenzten Raum, wo du dich platzieren kannst. Und ja, da ist der Kopf ideal für. Habe ich hier die Möglichkeit, Multischuss auszuwechseln? Du kannst auch Mehrfachschuss machen, ja. Da gehe ich wahrscheinlich auf den Knopf und dann geht's los. Hier haben wir jetzt das nächste Gerät. Dazu haben wir ein extra Video gedreht. Die neue Tauchsäge von euch, 18 Volt Kickback. Wir haben genau die Platte, auf der wir sind, auch gesägt. Wie gut oder wie schlecht vielleicht das funktioniert hat, das siehst du im anderen Video. Also unbedingt da mal vorbeischauen. Wenn du dafür übrigens auch ein Detailvideo nochmal haben möchtest, wo ich teste, auch das unten in den Kommentaren einfach mal da den Kommentar liken. Da drüben haben wir ein Thema, was wir noch nie, das ist quasi eine Premiere eigentlich. Für euch nicht, ihr habt das Thema schon ein paar Tage länger, das Thema PowerShift. Was bedeutet PowerShift eigentlich? Also wenn du es übersetzt, heißt PowerShift nichts anderes wie Energiewechsel, weil es setzt sich aus den Begriffen Power und Shift. Wechsel, Energiewechsel bedeutet für uns, naja, wir möchten gerne weg
von kabelgebundenen Geräten. Das haben wir schon in den letzten Jahren gemacht. Aber gerade bei solchen großen Geräten wie so ein Abbruchhammer, da brauchst du eine Menge Energie und vor allen Dingen brauchst du Laufleistung. Und wenn wir mal so einen klassischen kleinen Akku nehmen würden, da würden wir hier nicht lange arbeiten können. Und selbst mit einem Flachzellenakku, 5 Ampere-Stunden Powerstack, auch da würden wir nicht lange arbeiten können. Und von daher haben wir nicht nur für dieses Gerät, sondern auch für 2, 3 andere, wie zum Beispiel einen Akkurüttler oder wie einen Akkustampfer. Dafür wurde dieses sogenannte PowerShift-System entwickelt, ist aber nichts anderes wie die Weiterentwicklung unserer Powerstack-Batterietechnologie. Das heißt, hier hast du Flachzellen. Diese Flachzellen, wo wir wissen, dass das funktioniert, haben wir hier mit von genutzt und eingebaut und haben jetzt die Möglichkeit, in diesem Gerät mit diesem großen Akku eine längere Zeit zu arbeiten und können auch eine Menge an Beton zerschlagen. Für alle, die es noch nicht verstanden haben sollten, das ist der Akku, das ist nicht die Maschine. Nein, das ist der Akku. Das ist ein riesiges Teil. Ja? Wie viel Energie ist hier gespeichert? Wir haben hier 554 Wattstunden. Ja. Das ist also wirklich echt eine Menge. Ein halbes kW. Aber das hier ist ein 54-Volt-Akku. Ja. Das heißt, viele von euch werden ja 54-Volt-Akkus kennen, aber im Grunde ist das ein 54-Volt-Akku, nur in einer etwas anderen Form und hier an den Kontakten nochmal robuster gebaut, weil wir auch etwas robuste Geräte damit betreiben. Genau. Aber das ist ein 54-Volt-Akku. Ist das eine Neuheit auch, die wir stehen haben? Ein neueres Gerät, sagen wir mal so. Aufgrund dessen, weil wir jetzt hier ein PowerShift-Aufnahmesystem haben. Durch den PowerShift-Akku hat der nochmal 4 Kilojoule, die er raushaut, oder 4 Joule, die er raushaut, mehr. Hat was mit der Zelltechnologie zu tun. Aber dann bist du hier schon so bei 48, 49 Joule. Also ist schon eine enorme Zahl, die groß ist. Da kannst du halt einiges an Kilos da kannst Beton du ordentlich was weghauen. Wenn man normale Bohrhämmer so sich vorstellt, kann man das nicht, ich glaube, gar nicht begreifen, was da rauskommt. Also wie stark das ist und wie schnell man auch da so ein Fundament da mal wirklich mal wegschlagen kann. Ja. Aber kannst du das Ganze bitte mal einsetzen, damit wir auch mal sehen, dass er wirklich da reinpasst, weil man glaubt ja fast, dass das gar nicht passt. Zack, drin und los geht's. Und jetzt? Jetzt aber nicht auf dem Tisch. Nee, das sollten wir auch nicht tun, weil das Gerät, sobald ich das anschalte, sofort startet zu arbeiten, wenn es einen Gegenkontakt hat. Ja. Sondern sobald ich jetzt hier unten einen Kontakt habe, fängt das Gerät an zu schlagen. Und im Endeffekt bewege ich das nur noch oder halte es nur noch fest und lasse das Gerät seinen Abbruch machen. Ja, also drücken brauchst du definitiv nicht. Nein. Ja, dann springst du in der Gegend rum. Ja. Das sind die Neuheiten von Dewald, die wir euch aktuell zeigen können. Im Nebenraum habt ihr, glaube ich, noch ein paar mehr, die wir nicht zeigen dürfen. Die sind vielleicht im nächsten Video. Schreibt gerne unten in die Kommentare, ob ich doch mal hierher kommen soll oder Ralf zu mir. Würde mich sehr freuen. Bitte stimmt auch unten ab. Ich nehme, glaube ich, alles gleich mit und probiere es am besten bei uns mal aus. Und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.